Angstgefühle, Herzrasen, innere Unruhe, Grübeln und sich Sorgen machen, das ist so quälend. Und wenn nichts mehr geht, scheint die letzte Lösung nur noch Antidepressiva zu sein. Doch warum verdammt nochmal warnt dich dein Arzt nicht vor dieser tödlichen Nebenwirkung? Diese Frage stelle ich mir schon seit langem und eine Antwort habe ich bis heute nicht. Aber scheinbar bin ich nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Denn ich habe festgestellt, dass mittlerweile sogar Zeitungen darüber schreiben. Und ich kriege es jeden Tag in meinen Coachings mit, dass die betroffenen Personen nicht richtig aufgeklärt werden. Warum das so ist, verstehe ich immer noch nicht. Ich kann es nicht verstehen und ich will es vor allen Dingen nicht verstehen. Denn es gibt Nebenwirkungen, die sehr, sehr gefährlich sind, von denen dir dein Arzt nichts sagt. Ich kann verstehen, wenn man irgendwann mal alles ausprobiert hat, Therapie, dies, das, etc., Hypnose, Nahrungsergänzungsmittel und was es da alles so gibt und irgendwie scheint nichts zu helfen. Denn die Symptome, wenn man unter einer Angststörung oder einer Depression oder gar Zwangsgedanken leidet, sind wirklich kaum auszuhalten. Ich selber kann davon ein Lied singen, ich war auch betroffen und auch ich habe Antidepressiva genommen und auch ich wurde nicht über alles aufgeklärt. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wurde ich über nichts aufgeklärt. Ich bin nämlich anschließend nach Hause gegangen und habe mir dann die Nebenwirkungen durchgelesen. Da stand auch so einiges drinnen, wie zum Beispiel, dass man Schnupfen, ähnliche Symptome bekommen kann, Unruhe, am Anfang vermehrt Panikattacken, Mundtrockenheit und natürlich der berühmte Libidoverlust. Kopfschmerzen waren auch oft dabei. Da habe ich mir aber dann gesagt, mein Gott, das ist jetzt alles nicht so schwerwiegend. Hauptsache, die Symptome der Depression und der Angststörung klingen hoffentlich bald wieder ab. Und im Übrigen, das kann man auch ohne Medikamente schaffen. Und jetzt einmal Real Talk, ganz ehrlich. Wenn deine Probleme rein mentaler Natur sind, das heißt, dass körperliche Dinge bei dir ausgeschlossen werden können, wie zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, deine Ernährung stimmt, du hast einen guten Lebensstil, du hast nicht gerade zu viel Stress etc. oder da hat sich irgendwas angebahnt bei dir im Körper und es wirklich nur rein psychologisch ist und du unter starken Ängsten leidest, dann möchte ich dir etwas geben und etwas schenken. Was ist denn eigentlich Angst, hat mich vor kurzem ein Klient gefragt. Was ist Angst, wenn Angst darauf beruht, dass tatsächlich gerade keine reale Gefahr ist, dass sie nur in meinem Kopf entsteht? Und ich habe ihm Folgendes geantwortet. Angst, das Gefühl Angst in deinem Körper, ausgeschüttet durch deine Gedanken, ist eigentlich im Folgenden nur eins. Es ist das Nicht-Akzeptieren von Ungewissheit. Hör mir genau zu, ich wiederhole es nochmal für dich. Angst auf mentaler Ebene ist nichts anderes als das Nicht-Akzeptieren von Ungewissheit. Wenn ich akzeptiere, dass es Ungewissheit gibt, dann hat die Angst keinen Raum mehr. Und Ungewissheit wird zu einem Abenteuer, nämlich das Abenteuer des Lebens. Und deine Ungewissheit wird angetrieben von den Bewertungen deiner Gedanken. Nicht von deinen Gedanken, sondern von den Bewertungen deiner Gedanken. Wenn du den ganzen Tag Gedanken in dir bemerkst, was wäre, wenn dies oder jenes passiert? Was wäre, wenn mir dies oder jenes zustößt? Und du diese Ungewissheit dieser Gedanken bewertest, glaubst und nicht akzeptierst, dass es diese oder jene Ungewissheit gibt, so entsteht Angst in dir. Das heißt, auf reiner mentalen Ebene entsteht die Angst rein nur darauf, dass du diese Dinge glaubst und nicht akzeptierst, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die so oder so ausgehen können, die du nicht kontrollieren kannst. Und diesen Bauplan, wenn man so möchte, auf mentaler Ebene, kann man in jeder Angststörung beliebig immer wieder finden. Es ist egal, welche Angst.
ob du an einer Herzphobie leidest, ob du an Krankheitsängsten in Form einer Hypochondrie leidest, an Agoraphobie, soziale Phobie, generalisierte Angststörung, Panikstörung. Es ist immer das Nicht-Akzeptieren von Ungewissheit. Ich kann so ein simples Beispiel dir ganz kurz sagen. Wenn du zum Beispiel fürchtest, wenn du da oder da hingehst, eine Panikattacke zu bekommen, dann liegt es daran, dass du nicht akzeptierst, dass du da eine Panikattacke bekommen kannst. Würdest du akzeptieren, dass du an diesen oder jenen Ort Angst, Panikgefühle bekommst, würde sich das von alleine erübrigen. Würdest du akzeptieren, so brutal wie sich das jetzt anhört, dass du einen Herzinfarkt bekommen kannst? Und ja, es hört sich jetzt blöd an, was ich sage, und es ist bestimmt nicht motivierend, aber ist es nicht so? Können wir nicht alle einen Herzinfarkt bekommen? Natürlich gibt es Risikofaktoren etc. vom Bluthochdruck. Man kann sich abchecken lassen, man kann sich das ansehen, man kann sich das angucken, wenn da alles in Ordnung ist. Bleibt natürlich immer noch ein kleines Restrisiko, dass man einen Herzinfarkt bekommen könnte etc. Aber es wurde alles untersucht und das Risiko wurde minimiert. Ein kleines bisschen Restrisiko bleibt übrig. Klar, aber da liegt doch das Problem deiner Angst. Wiederum das Nicht-Akzeptieren, dass es etwas in deinem Leben gibt, das du nie zu 100% kontrollieren kannst. Und bei allen anderen Angststörungen ist es ganz genauso. Diese Angst in dir lebt von diesen 1%, das du nicht akzeptieren willst oder auch nicht kannst. Deswegen übe dich in Akzeptanz in diesen 1%. Und deine Angst wird von heute auf morgen zum Abenteuer. Eine genaue Anleitung dazu hier oben auf den i. Viele schaffen das nicht. Meine Güte. Kein Weltuntergang, ich kann es verstehen. Ich war damals auch noch nicht so weit. Aber ich denke, dass es prinzipiell jeder schaffen kann. Und wenn ich sage jeder, meine ich jeder. Aber sagen wir jetzt mal, du hast es leider bis dato nicht geschafft. Gut, du wirst es später schaffen, mach dir keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du schaffst es nicht. Du hast dich jetzt dazu entschlossen, Antidepressiva zu nehmen. Jetzt habe ich dir von diesen möglichen Nebenwirkungen gesagt, die die allermeisten in der Anfangszeit bekommen. Die meistverschriebensten Antidepressiva auf dem deutschen Markt sind die sogenannten SSRI. Das sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Die werden meistens als erstes verschrieben, weil man herausgefunden hat, bei denen ist es so, dass sie, wenn man sie schon am Anfang als erstes Antidepressiva nimmt, eine sehr hohe Rate hat, dass es sehr schnell wirken kann. Jetzt sind Medikamente aus dem Formenkreis der SSRI bei einem bestimmten Artikel mir sehr aufgefallen, die leider auch am meisten verschrieben werden, das war bei mir auch so, nämlich unter anderem Citalopram und Escitalopram. Wenn du wissen möchtest, wie Escitalopram genau wird, hier oben einmal auf den i ein Video dazu. Und diese Medikamente sind besonders gefährlich, wenn es um deine Herzgesundheit geht. Vor allem das Citalopram. Hier einmal ganz kurz der Artikel dazu. Und jetzt hör mir genau zu, weil das ist so wichtig und unter Umständen sogar lebensrettend, was leider die Ärzte dir nicht sagen. Die SSRI, eigentlich alle SSRI haben eine Nebenwirkung, die sehr gefährlich ist. Nämlich, sie verlängern die QT-Zeit deines Herzens. Ganz kurz, was ist eine QT-Zeit? Eine QT-Zeit oder QT-Dauer ist eine Messgröße bei der Auswertung des EKGs. Sie entspricht dem Zeitintervall von Anfang des QRS bis zum Ende der T-Welle. Und diese Zeit wird verlängert, wenn man SSRI nimmt. Gott sei Dank nicht immer. Das heißt, das ist eine Nebenwirkung, die sehr selten auftritt, aber sie kann auftreten. Und wenn das passiert, dann verlängert sich der QT-Intervall und es kommt zu einem plötzlichen Herzstillstand, das heißt zum sofortigen Tod. Du bekommst nicht mal einen Herzinfarkt, nein, das Herz bleibt einfach stehen. Und das ist extrem, extrem gefährlich. Das sollte man unbedingt wissen. Wie gesagt, es ist sehr selten, aber es kommt vor. Und es ist bei allen SSRI beobachtet worden. Was mich jetzt so interessiert, von dir, war das bei dir genauso?
Hast du es vielleicht schon mal verschrieben bekommen und wurdest du darauf aufmerksam gemacht oder nicht? Wenn ja, schreib es mir bitte einmal in die Kommentarbox hinein. Das würde mich brennend interessieren. Ganz kurz, wichtig zu wissen. Es gibt ein Antidepressivum, das nicht aus der SSRI-Klasse ist, das nennt sich Bupropion. Und dieses Medikament verlängert nicht den QT-Intervall, sondern verkürzt ihn. Das bedeutet im Umkehrschluss, das ist genauso gefährlich, weil das hat dieselben Nebenwirkungen, also praktisch dann so einen Herzstillstand, also solltest du das bitte auch wissen, was dieses Bupropion mit dir machen kann. Wenn du wissen möchtest, wie es im Allgemeinen wirkt, verlinke ich es dir hier oben einmal auf den i. Was ist jetzt wichtig für dich zu wissen, ob es dir dein Arzt jetzt nun sagt oder nicht? Ganz wichtig. Bevor du ein SSRI einnimmst, Termin beim Kardiologen machen, EKG. Darauf hinweisen, QT-Intervall überwachen lassen. Ist da alles in Ordnung, kannst du es nehmen. Jetzt wird es aber noch wichtiger. Wenn du es dann eingenommen hast, gehst du nach 4 Wochen wieder hin oder nach 5 Wochen und lässt es nochmal kontrollieren. Wenn dann immer noch alles in Ordnung ist, dann kannst du das Antidepressivum weiternehmen. Solltest du aber aus irgendeinem Grund eine Dosisveränderung machen, höher dosiert, niedriger dosiert oder wechseln etc., immer wieder zum Kardiologen gehen und wieder die QT-Zeit überwachen lassen, weil sonst kann es zu diesen gefährlichen Dingen kommen. Wenn dich jetzt interessiert, wie Mirtazapin wirkt, verlinke ich dir hier einmal auf der Endcard. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.